Patentanmeldung für 0 Euro. Das geht wirklich, auch wenn man es nicht glauben mag. Wie das funktioniert, was man beachten muss und wann es sinnvoll ist, zeige ich dir in diesem Video. Zudem findest du am Ende Tipps und Ratschläge, die du unbedingt anschauen und beachten solltest. Eine Patentanmeldung für 0 Euro. Warum geht sowas überhaupt? Also, das erste ist, wenn man eine Patentanmeldung beim Amt einreicht, kriegt man eigentlich für das, was man dort einreicht, einen sogenannten Zeitstempel. Es wird also dokumentiert, welcher Inhalt zu welchem Zeitpunkt beim Amt vorlag. Und das Gute ist, diesen Zeitstempel mit dem Inhalt können wir ein Jahr lang, also 12 Monate, weiterverwenden. Und das Schicksal der ersten Anmeldung, also die für den Zeitstempel verantwortlich war, ist dabei unerheblich. Das Gute ist, wir können also diese Anmeldung dafür verwenden, zu einem späteren Zeitpunkt andere Anmeldungen in anderen Ländern, aber auch im eigenen Land einzureichen. Das bedeutet, wir können mit dieser Methode quasi den Inhalt der ersten Anmeldung wieder reaktivieren. Das ist eine ganz fantastische Möglichkeit und es gibt einige sinnvolle Bereiche, in denen man das verwenden kann. Wann ist das so? Immer dann, wenn Eile geboten ist. Beispielsweise, morgen ist eine Messe oder aber vielleicht heute hatte man ein Gespräch mit irgendeinem Kunden und hat ihm die Erfindung gezeigt und man hatte vielleicht keine Geheimhaltungsvereinbarung. In diesem Fall ist unbedingte Eile geboten. Und man sollte auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Weiterhin ist es sinnvoll, wenn du kein Geld hast, beispielsweise du bist Student und möchtest gerne eine Erfindung nutzen und eigentlich suchst du Lizenznehmer oder Investoren, dann kannst du das auch verwenden. Das bedeutet, du hast gezeigt, dass du einen bestimmten Inhalt beim Amt schon hinterlegt hast. Du hast also eine Patentanmeldung eingereicht und diese kann jederzeit reaktiviert werden. Weiterhin ist es sinnvoll, dass du damit auch beweisen kannst, wann du über einen bestimmten Inhalt verfügt hast. Häufig ist es fraglich, ob jemand schon dort zu diesem oder jenem Zeitpunkt etwas wusste. Auch da kannst du diese Methode verwenden, diesen Inhalt beim Amt hinterlegen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie funktioniert so etwas? Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr schreibt genau auf, wie die Erfindung funktioniert, macht eine schöne Beschreibung, ganz viele Alternativen, zeigt auf, das könnte man auch so machen oder das könnte man so machen. Alles in Textform. Dann formuliert ihr ein paar Ansprüche. Dann geht ihr hin, vielleicht noch einige Figuren, nehmt das Ganze und reicht das als Patentanmeldung beim Amt ein. Ihr könnt dazu das Deutsche Patent- und Markenamt nehmen, ihr könnt dazu die sogenannte WIPO in Genf verwenden oder ihr könnt es beim Europäischen Patentamt probieren. Wichtig ist, schreibt auf die Dokumente Patentanmeldung drauf, schreibt eure Adresse drauf, eure Telefonnummer, vielleicht eine Faxnummer, wer sowas noch hat, damit ihr gegebenenfalls auch kontaktiert werden könntet. Das Allerwichtigste dabei ist, verwendet nicht das Wort Zusammenfassung oder den Begriff Abstract. Das hat ein paar Hintergründe, weil man sonst gegebenenfalls sagen könnte, oh, das war kein Bestandteil der eigentlichen Patentanmeldung, weil Zusammenfassungen oder Abstracts bekommen diesen Zeitstempel eben nicht. Also, das ist ganz wichtig, diesen Fehler zu vermeiden. Und zum Schluss, egal ob ihr aufgefordert werdet oder was auch immer passiert, ihr dürft keine Gebühren bezahlen. Auch wenn das Amt sagt, das Schutzrecht gilt demnächst als zurückgenommen oder nachher kommt ein Bescheid, der dann sagt, das Schutzrecht gilt als zurückgenommen, solltet ihr keinerlei Gebühren bezahlen. Nur dann ist gewährleistet, dass ihr tatsächlich eine Patentanmeldung für 0 Euro eingereicht habt. Das Wichtigste ist, niemals Gebühren bezahlen. Das Zweite ist, sobald ihr so etwas getan habt und über ausreichend Mittel, Zeit oder dergleichen verfügt, kontaktiert bitte jemand, der sich damit auskennt. Weil, wenn diese 12 Monate, von denen ich anfänglich gesprochen habe, vorbei sind, ist die Anmeldung tot. Und damit ist also das Allerwichtigste, innerhalb der ersten 12 Monate reagieren. Wenn euch das Video gefallen hat,
abonniert euch diesen Kanal, gebt mir ein Like, ja, und weitere interessante Videos findet ihr hier.